Das ist ja eine Liebeserklärung von Mahler an seine Frau Alma, die waren ja frisch verheiratet und er hatte eine langjährige Beziehung mit einer anderen Dame, aber er hat sich sofort verliebt in Alma und dann hat sofort diesen Satz, dieses Adagietto geschrieben. Mahler hat das ja an Alma geschickt, ohne jeglichen Kommentar. Und zwar, er hat die Partitur geschickt. Also heutzutage würde man vielleicht eine WhatsApp-Nachricht mit einem Link zu einem Spotify-Track schicken. Damals schickt er einfach diese Noten ohne jegliche Erklärung. Es ist einfach so schön, ja. Und das ist im Gegenteil zu den anderen früheren Symphonien von Mahler. Es ist ganz einfach. Man kämpft sich durch diese erste Abteilung mit ihren 2 Sätzen, die schon herausfordernd sind. Dann kommt noch das Scherzo. Man hat schon 20 Mal umgeblättert, hat Seiten gesehen, wo man denkt, habe ich die schon mal gespielt, selbst wenn man es gut geübt hat. Und dann kommt auf einmal dieses Adagietto in seiner unvergleichlichen Zerbrechlichkeit, Emotionalität, also ein Liebesbrief, wie man sich ihn schöner nicht vorstellen kann. Hier gibt es nur Streicher und Harfe. Und diese wunderbare Harfe eben begleitet den schönen Streicherklang. Da passiert ja jetzt nicht wahnsinnig viel, das ist kein so ein Actionstück oder so. Und sich dann als Spieler da auch darauf einzulassen, diese Ruhe zu entwickeln, das ist eine unglaubliche Erfahrung. Und für mich ist das ein wahnsinniges Stück von Vertrauen. Und das gewinnt man wahrscheinlich erst mit einer gewissen Erfahrung im Orchester. Das ist so ein Dreigespann aus Streichern, Harfe, Dirigent. Das muss sehr gut funktionieren. Mahler entblößt sich bis ins tiefste Innerste seiner Seele. Ja. Es ist einfach so zart, voller Liebe, als ob er irgendwie eine Sehnsucht hätte, ihre Hand zu berühren. Man fühlt diese Spannung auch. Also man kann sehen, wie groß seine Liebe war. Und die kommt am schönsten eben zum Ausdruck bei dem Adagietto. Das kann, so wie man immer sagt, eine Liebesbotschaft sein und war es wahrscheinlich auch. Aber es kann ja auch was ganz anderes sagen. Aber für jeden von uns, deswegen ist es so intensiv und hat so eine riesen Erfolgsgeschichte hingelegt, besonders natürlich dann als Filmmusik, weil es so eine doch irgendwie eine starke Aussagekraft hat und weil natürlich irgendwie die Zeit in dem Moment schon still steht.